Moin aus Bansin. Heute fährt Berlin Clips wieder auf einen Ausflug. Wir fahren mit dem Dampfer bis Swinemünde und wir verraten euch, warum die Fahrt kostenlos ist. Das ist wirklich ein Ding dieses Jahr ganz neu. Also kommt mit. Unsere heutige Schiffstour führt uns von Bansin über Heringsdorf und Ahlbeck bis nach Swinemünde auf der polnischen Seite von Usedom. Während wir hier auf der sehr gepflegten Promenade Richtung Seebrücke laufen, fällt der Blick auf ein paar wunderschöne alte Strandvillen. Wer an Nord- und Ostsee Urlaub macht, muss in den meisten Orten eine Kurtaxe bezahlen. Das ist wirklich fast überall so. Mit der Kurtaxe wird üblicherweise in der Gemeinde die Sauberkeit finanziert oder auch ein Kulturprogramm organisiert. Und auf Usedom gibt es jetzt noch was Besonderes. Mit der Kurkarte der Kaiserbäder, das sind Bansin, Ahlbeck und Heringsdorf, könnt ihr den Hop-on, Hop-off-Verkehr der Adlerfähren nutzen zwischen den Kaiserbädern und sogar bis Swinemünde. Das nehmen wir doch mal mit und fahren heute kostenlos bis Swinemünde. Hier seht ihr den Hop-on, Hop-off-Fahrplan. Es gibt 4 Fahrten zwischen den Seebrücken und Swinemünde jeden Tag. Den Link zum Fahrplan der Adlerschiffe auf Usedom findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne mal nach. Einen ganz kleinen Haken an der Sache finden wir hier. Die Tour um 12 Uhr ist ausgebucht. Die können wir aber trotzdem nehmen, weil wir einen Tag vorher hier am Kiosk waren und uns die Fahrt reserviert haben. Empfehle ich euch auch dringend. Die Nachfrage ist natürlich sehr groß nach einer kostenlosen Bootsfahrt. Geht 1-2 Tage vorher hier zum Kiosk der Adlerschiffe und reserviert euch die Fahrt. Dann haben wir etwas gewartet auf unser Schiff, was ja ein bisschen Verspätung hatte, doch sie traf dann ein, die Adler Nordica. Dann hieß es Leinen los und wir fahren zunächst nach Heringsdorf, dann nach Ahlbeck und dann weiter nach Swinemünde. Hier geht der Blick in Richtung Bansin. Wir erreichen jetzt unser erstes Ziel, nämlich Heringsdorf. Hier sehen wir die Seebrücke mit der markanten Pyramide. Die ersten Leute sind dann schon wieder ausgestiegen in Heringsdorf, neue Passagiere kamen an Bord und ihr könnt mir glauben, das Boot war gut ausgelastet während der gesamten Tour. Sicherlich kein Wunder bei einer kostenlosen Bootsfahrt. Bei der Abfahrt von Heringsdorf haben wir ein Schwesterschiff gesehen, die Adler Veneta. Ich glaube, die hat an dem Tag die Tour nach Mystroy auf Wollin gemacht. Hast du auch schon einen Bootsausflug gemacht auf Usedom? Dann würden mich mal deine Erfahrungen interessieren. Schreib's gern in die Kommentare. Es würde mich freuen. Inzwischen haben wir auch Ahlbeck hinter uns gelassen, sind auf der polnischen Seite angekommen von Usedom und fahren hier rein in den Hafen von Swinemünde. Hier habt ihr nochmal einen Eindruck von Bord. Also es war wirklich gut gefüllt, der Dampfer. Man konnte sich Erfrischungen, Getränke bestellen. Das hat gut geklappt. An Bord herrschte eine sehr gute Stimmung, kann man sagen. Dann ist uns noch eine riesige Autofähre begegnet von der Unity Line. Von Swinemünde fahren die Fähren Richtung Ystad, Richtung Trelleborg und nach Malmö.
3 Molen. Die Westmole ist 700 Meter lang. Auf der Mole steht das Wahrzeichen der Stadt, eine Windmühle Mühlenbarke. Diese Mühlenbarke und ein Turm im Küstenwald Galereoer Turm bilden eine Richtfeuerlinie. Sie erleichtern dem Kapitän das Anlaufen an Steuern des Hafens bei Dunkelheit. In westlicher Richtung zieht sich das Seebad Swinemünde an der Küste entlang. Bereits 1821 gab es hier erste Badegästen und um die Jahrhundertwende... Wir danken den Kapitän für die informative Ansage und fahren jetzt auf der Swine Richtung Stadtzentrum und Hafen von Swinemünde. Den Abschnitt der Einfahrt hier beschleunige ich mal ein bisschen, macht das bitte nicht mit einem echten Boot nach. Jetzt sind wir angekommen in Swinemünde und hier seht ihr schon, für die Rückfahrt gibt es auch keinen Mangel an Passagieren, die steigen da schon hinten ein. Und wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um in Swinemünde, werden noch einen Kaffee trinken und werden dann mit der Bahn zurückfahren. Wer möchte, kann auch gleich am Hafen eine Stadtrundfahrt buchen. Die soll 45 Minuten dauern und warum nicht? Wenn man Swinemünde noch nicht kennt, ist das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit. Auf einer Karte haben wir uns dann nochmal einen Überblick verschafft. Ganz interessant, die östliche Seite der Swine ist nicht mehr Usedom, sondern da beginnt die Insel Wollin. Weiter geht es Richtung Marktplatz. Hier findet ihr zahlreiche Cafés, Restaurants und Bars, also jede Menge Möglichkeiten, euch zu stärken für den Rückweg. Der ein oder andere wird vielleicht auch noch irgendwie hier was günstig kaufen wollen, Zigaretten oder sonstiges. Ihr müsst übrigens nicht unbedingt Zloty umtauschen beim Kantor, also in der Wechselstube. Fast alle Restaurants und Bars akzeptieren hier auch den Euro. Auch die Kartenzahlung ist weit verbreitet. Wenn ihr mit der Karte zahlt, dann achtet darauf, dass die Einstellung auf polnisches Zloty lautet. Ansonsten kriegt ihr einen schlechteren Wechselkurs. Neptun Pub Café Restaurant, das passt doch zur Seefahrt und deshalb haben wir uns entschieden, uns hier mal kurz niederzulassen und uns zu stärken. Danach ging es dann weiter zum Bahnhof, das sind ungefähr 1 bis 1,5 Kilometer. Hier ist die Endstation der Usedomer Bäderbahn in Swinemünde. Der Zug fährt zurück nach Züssow und ihr erreicht dann natürlich auch die Kaiserbäder Aalbeck, Heringsdorf und Bansin.
Und jetzt noch ein letzter Spartipp für dieses Video. Auch wenn ihr von Swinemünde aus losfahrt mit der Usedomer Bäderbahn, gilt das Deutschland-Ticket. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert den Kanal, gebt uns ein Like, sagt's euren Freunden und schaut euch gleich das nächste Video an, das ihr hier seht. Bis bald in Berlin oder auf einem Ausflug in die Umgebung.